Was hat Max Bill mit der konkreten Kunst in Brasilien zu tun? Und auf welche Weise bezog sich viele Jahre später Licia Clark auf Max Bill? Herzlich willkommen in der Ausstellung Konkrete Kunst, Neokonkretismo, Wirken und Wirkung der Zürcher Konkreten in Brasilien. Unbestritten ist, Max Bill hat mit seiner ersten Retrospektive im Museo d'Arte de São Paulo, mit seiner Teilnahme an der ersten Biennale von São Paulo im selben Jahr viel in der brasilianischen Kunstszene bewegt. Seine Impulse wirkten noch lange nach, unter anderem auch bei der brasilianischen Künstlerin Licia Clark. Das Museumhaus Konstruktiv geht diesen schweizerisch-brasilianischen Verbindungen nach. Dafür haben wir einen Kontextraum eingerichtet mit einer bebilderten Chronik, welche die Schlüsselmomente der Entwicklung konkreter Kunst in Brasilien zusammenfasst. Im Hauptausstellungsraum liegt der Fokus auf frühen Werken von Max Bill, die er 1951 in São Paulo gezeigt hat. Ein Höhepunkt der Schau, damals wie heute, ist die Skulptur Dreiteilige Einheit. Die Plastik basiert auf dem Prinzip der Endlosschleife, auch Möbiusband genannt. Das ist eine in sich zurückkehrende Fläche ohne unterscheidbares Innen und Außen. Diese Arbeit verdeutlicht sehr gut Bills mathematische Herangehensweise. Er befand diese zentral für die konkrete Kunst. Er schrieb dazu: Das Charakteristikum der dreiteiligen Einheit ist, dass sie aus einem System von Kreisen konstruiert ist, deren Zentren auf den Eckpunkten eines pythagoreischen Dreiecks liegen. Bill reichte die Skulptur nur wenige Monate später bei der ersten Biennale von São Paulo ein und erhielt dafür den Grand Prix für Plastik. Nach Bills Auftaktsausstellungen formierten sich in Brasilien zwei wichtige Künstlergruppen. In São Paulo war es die Gruppe Ruptura, rational und objektiv, in Rio de Janeiro die Gruppe Frente, offener und intuitiver. Dieser Gruppe schloss sich auch Licia Clark an. Später wurde sie eine zentrale Figur des in Rio de Janeiro gegründeten Neokonkretismo. Obwohl sich Clark eher kritisch mit der konkreten Kunst auseinandersetzte und eine Neuinterpretation dieser rationalen Kunstrichtung anstrebte, spielte Max Bill eine wichtige Rolle bei ihrer Entdeckung der Möbiusschleife. Das Motiv wird sie 1963 in ihrer Arbeit Caminando aufgreifen. Den entscheidenden Impuls dafür erhielt sie Jahre zuvor von Max Bill, als sich die beiden persönlich in Brasilien begegneten. Caminando besteht aus Papierband, Schere, Kleber und einer Handlungsanleitung der Künstlerin. Die Besucherinnen und Besucher werden angeleitet, aus einem Papierstreifen ein Möbiusband zu kleben, dann mit der Schere entlang der unendlichen Schleife zu schneiden, bis sie vor die Entscheidung gestellt werden, links oder rechts weiter. Im Mittelpunkt steht nicht mehr das Objekt, sondern die Handlung selbst. Die bewusste Entscheidung im Moment. Die Ausstellung im Haus Konstruktiv zeigt, wie sich in Brasilien aus Bills konkreter Kunst neue, eigenständige Ausdrucksformen entwickelten. Intuitiver, körperlicher, partizipativer. Bills Ideen wurden also nicht einfach übernommen, sondern auf ganz eigene Weise weitergedacht.